Am 27. August 2015 hat eine Überwachungskamera in einem Haus in Santa Augustine eine Gruppe von Freundinnen aufgezeichnet. Um 9:10 Uhr fuhr die 36-jährige Mutter von 2 Kindern, Amanda Cloninger Colley, mit ihrem Auto vor dem Haus vor. Die kürzlich geschiedene Amanda hatte bei ihrem neuen Freund in einem Wohnmobil übernachtet. Es erwartete sie ein schockierendes Bild. Jemand war in ihr Haus eingebrochen und hatte es durchwühlt. Auf dem Boden lag Müll, die Regale waren leer, überall lagen Kleidungsstücke verstreut und die Geräte, einschließlich des Fernsehers, waren kaputt. Überall lag zerbrochenes Glas. Amanda war verärgert, aber nicht überrascht. An diesem Tag ignorierte sie alle Anrufe und Nachrichten ihres Ex-Mannes, die seit 5 Uhr morgens eingegangen waren. Sie war sich sicher, dass er dafür verantwortlich war. Eine halbe Stunde später kam Amandas neuer Freund Lamar Daberly zu ihr nach Hause. Er fuhr mit seinem Auto vor und bog nach links ab, sodass das Auto nicht von den Kameras erfasst wurde. Dann kam ein Polizeiauto, um Amanda zum Einbruch zu befragen. Der Beamte sah sich im Haus um und sprach mit der Frau. Sie besprach alles mit ihrem Scheidungsanwalt und beschloss, keine Anzeige gegen ihren Ex-Mann zu erstatten. Der Polizist erledigte seine Arbeit und fuhr um 10:29 Uhr wieder weg. Was in den nächsten 10 Minuten geschah, sollte das Leben vieler Menschen auf den Kopf stellen. Amandas Freundinnen kamen zu ihr, um sie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Als erste traf die 39-jährige Mutter von 3 Kindern, Lindy Dobbins, ein. Sie hatte sich von der Arbeit freigenommen, da sie immer bereit war, für ihre Freundinnen alles stehen und liegen zu lassen. Später kam Rachel Hendricks, die ihre Kinder zur Schule gebracht hatte und sich auf den Weg zu ihrer Freundin machte. Sie standen alle im Wohnzimmer und beruhigten Amanda, als sie Schüsse hörten. Die Kugeln zerschmetterten die Glastüren, die zum Hinterhof führten. Einige Minuten nach dem Abzug der Polizei filmten Kameras, wie Lamar Daberly durch die offenen Garagentüren aus dem Haus floh. Er rannte mehrere Blocks, blieb stehen und bat um Hilfe. Der Mann rief die Polizei an und berichtete, dass jemand auf das Haus geschossen habe. Der Telefonist fragte ihn, ob er den Schützen kenne. Lamar antwortete, dass er sehr wohl wisse, wer es gewesen sei, aber nicht wisse, was danach passiert sei, da er weggelaufen sei. Er sagte auch, dass niemand von den Schüssen getroffen worden sei und dass er sicher sei, dass sie auf ihn abgezielt hätten. Ein paar Minuten später rannte Rachel aus dem Haus. Sie rannte zum Nachbarhaus der Dickinsons, versteckte sich dort und rief die Polizei. Rachel erzählte, dass Amandas Ex-Mann das ganze Haus verwüstet habe, dass zuvor die Polizei gekommen sei und dass er alle im Haus erschossen habe. Rachel berichtete auch, dass sie beim Weglaufen von einer Kugel getroffen worden sei. Dann gingen Anrufe von Amanda und Lindy beim Rettungsdienst ein, aber am Telefon waren nur Schreie und Schüsse zu hören. Die Polizei fand Amandas Leiche im Haus. Sie war 9-mal erschossen worden. Die Schusswunden befanden sich an ihren Armen und Beinen, was darauf hindeutete, dass sie versucht hatte, sich vor den Kugeln zu schützen. Lindys Leiche wurde im Ankleidezimmer gefunden. Sie war 3-mal erschossen worden. Beide Frauen waren tot. Rachel erzählte der Polizei, dass sie den schießenden Mann im Hinterhof gesehen hatte, wo sich ein Weg befand und dass er von dort aus geschossen hatte. Die auf dem Boden gefundenen Patronenhülsen und die Einschusslöcher im Glas bestätigten Rachels Aussage. Lamar kehrte zum Tatort zurück und erzählte den Ermittlern, dass er Schüsse gehört habe. Dann, so sagte er, habe er eine Stimme gehört, die rief: »Wo ist er?« Lamar dachte, er sei das Ziel. Er befahl allen zu fliehen, rannte selbst durch die Garage hinaus, während die Frauen in die andere Richtung rannten, ins Schlafzimmer und ins Badezimmer. Rachel erzählte, dass sie und Lindy sich im Badezimmer versteckt hatten, während Amanda auf der anderen Seite der Tür war. Rachel hörte, wie der Schütze das Haus betrat und rief: »Wo ist er?« Er ignorierte Amanda, die versuchte zu erklären, dass nur ihre Freundinnen im Haus waren. Lindy meldete sich zu Wort, aber dann wurde auf die Tür geschossen. Die Kugel traf Rachels Hand und sie ließ die Türklinke los, die sie zuvor festgehalten hatte. Dieselbe Kugel traf Lindys Bein. Amanda wurde ebenfalls verletzt, erlag jedoch später ihren Verletzungen. Der Schütze öffnete die Tür und ging auf Lindy zu, während Rachel aus dem Haus rannte. Sie war nicht dabei, als ihre Freundinnen starben. Allerdings sah Rachel das Gesicht des Schützen.
Sie hatten sich gesehen, als er die Kinder abholte, auf die sie manchmal aufpasste. Es war Amandas Ex-Mann, James Cole Jr. Kriminaltechniker kamen zum Tatort, um James' Geruch aufzuspüren. Seine Spur führte bis zur nächsten Straße. In der Nähe fanden sie auch sein Handy ohne SIM-Karte, aber sein Auto war nirgends zu finden. Das gesamte Gebiet wurde mit Hubschraubern abgesucht. Der Sheriff des Bezirks ordnete eine systematische Suche an. Die Polizisten waren sich sicher, dass James noch bewaffnet war und konnten sich nicht vorstellen, wozu er fähig war, nachdem er seine Ex-Frau am helllichten Tag ermordet hatte. Einige Stunden später nahm die Polizei von Nord-Virginia James fest. Er war mit dem Auto seiner Schwester unterwegs. Bei ihm wurden mehrere Waffen gefunden, darunter auch die Waffe, mit der er auf seine Opfer geschossen hatte, eine Pistole vom Kaliber 45. Im August 2015 waren James Cole Jr. und Amanda Cloninger Colley bereits seit 8 Jahren verheiratet. Sie hatten 2 Kinder. Im Sommer 2015 ließen sie sich scheiden. Und James zog zu seiner Schwester Rhonda, deren Haus 20 Kilometer von Amandas Haus entfernt lag. In den folgenden Monaten teilten sich die beiden das Sorgerecht für die Kinder. Dann begann James, sich mit einer Kollegin namens Emmy zu treffen und sie schmiedeten Pläne für die Zukunft. Auch Amanda machte weiter. Bei der Arbeit lernte sie einen neuen Freund namens Lamar kennen. Trotz des Umzugs glaubte James immer noch, dass seine Beziehung zu Amanda nicht beendet war. Er fragte sie oft, ob sie sich mit jemandem treffe, aber sie bestätigte nichts. James hatte andere Möglichkeiten, dies herauszufinden. Eine Woche vor dem Mord gab ihm sein ehemaliger Nachbar und enger Freund Mike Dickens ein Foto. Darauf war ein Mann ohne T-Shirt zu sehen, der den Rasen vor James' ehemaligem Haus mähte. Dieser Mann war Lamar Daberly. James kannte ihn nicht, aber seine Vermutungen über Amandas Privatleben bestätigten sich. Am frühen Morgen des 27. August, dem Tag des Mordes, fuhr James zu Amandas Haus, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Um 4:30 Uhr morgens schien er gefunden zu haben, wonach er gesucht hatte. Die Kameras filmten nicht, wie James in das Haus eindrang. Wahrscheinlich kam er über den Hinterhof herein, wie er es einige Stunden später erneut tat. Ihre Kinder waren sicher im Haus seiner Schwester untergebracht. Er betrat Amandas Haus um 3 Uhr morgens, stellte jedoch fest, dass seine Ex-Frau nicht da war. Als er begriff, dass sie woanders übernachtet hatte, verwüstete er das ganze Haus, warf Sachen herum und zerstörte Geräte. Um 4:40 Uhr filmten die Kameras, wie er zu Mikes Haus fuhr. Der Mann klopfte laut an die Tür und wollte Mike zeigen, was er in Amandas Haus gefunden hatte. Kürzlich gekaufte, intime Gegenstände. Als er das Grundstück von Amandas Haus betrat, verstieß er gegen die einstweilige Verfügung, die seine Ex-Frau zuvor beantragt hatte. Es war ihm verboten, sich ihr und ihrem Haus zu nähern. Mike bat James, sich zu beruhigen, gab ihm ein paar Dosen Bier und sagte ihm, er solle nach Hause fahren. Aber James hatte nicht vor, das zu tun. James wurde in Virginia festgenommen und wegen vorsätzlichen Mordes 1. Grades, versuchten Mordes, Einbruchdiebstahls und Stalkings angeklagt. James bekannte sich nicht schuldig. Die Ermittler begannen, sich ein Gesamtbild des Verbrechens zu machen, indem sie die Details von James' Bewegungen untersuchten, von seiner Ankunft um 4:45 Uhr morgens bis zu seiner Abreise um 10:30 Uhr. Dies war der entscheidende Faktor für das Verständnis seiner Motive. Der Staatsanwalt war der Ansicht, dass ein Foto von Lamar und die gefundenen intimen Gegenstände der Grund für den Mord waren. Nachdem er Mike verlassen hatte, begann James, Amanda zu schreiben und anzurufen. In dieser Zeit rief er sie 22 Mal an. Der Mann drohte seiner Ex-Frau, sie solle nichts unternehmen, sonst würde er vor Gericht und ihren Kindern erzählen, wer sie wirklich sei. Er flehte sie an, mit ihm zu sprechen, schrieb, sie könne ihm die ganze Wahrheit erzählen und drohte, sie zu holen. Der letzte Anruf erfolgte um 10:22 Uhr, wenige Minuten vor Beginn der Schießerei. Amanda nahm nur 3 Anrufe ihres Ex-Mannes entgegen. Die ersten beiden waren kurz, der letzte dauerte etwa 15 Minuten. Der Staatsanwalt war der Ansicht, dass genau dieser Anruf James zu weiteren Handlungen provoziert habe. Die Verteidiger von James versicherten, dass er unschuldig sei, da er unter dem Einfluss von Tabletten stand. 2 Tage zuvor hatte der Mann begonnen, eine gefährliche Kombination von Medikamenten einzunehmen, Tabletten gegen Angstzustände und Schmerzmittel.
Am 26. August trank er 11 Dosen Bier. Am nächsten Tag trank er weiter Alkohol. Nachdem er in das Haus eingedrungen war und Mike besucht hatte, kehrte James zu seiner Schwester zurück, nahm ein Schlafmittel und legte sich schlafen. Er wachte einige Stunden später auf und stand immer noch unter dem Einfluss der Tabletten. Während Amanda zu ihrem Haus fuhr, kam James zum Gericht, um an der Anhörung wegen Verstoßes gegen das Näherungsverbot zu ihr und ihrem Haus teilzunehmen. Er passierte ruhig die Sicherheitskontrolle und begab sich zur Verhandlung. Er wirkte ruhig und gefasst. Bei der Verhandlung beantwortete James die ihm gestellten Fragen und sagte, dass er keine Substanzen konsumiert habe. Er bestritt nicht, gegen das Verbot verstoßen zu haben. Nachdem er den Gerichtssaal verlassen hatte, rief James Amanda weiterhin an und schrieb ihr Nachrichten. Auf dem Heimweg hielt er an einer Tankstelle. In der Wohnung seiner Schwester fand die Polizei Beweise dafür, dass er einen Mord vorbereitet hatte. Im Schlafzimmer lag ein leerer Pistolenhalfter. Im Schrank wurde ein Gewehrkoffer gefunden und in der Sporttasche lagen Patronen des Kalibers 45, mit denen Amanda Cloninger Colley getötet worden war. Unter dem Bett lag ein Koffer für eine Pistole des Kalibers 9. Auf dem Nachttisch lagen seine Medikamente. Dort befanden sich auch intime Gegenstände, die er in Amandas Haus gefunden hatte. Die Verteidiger begannen, Informationen zu sammeln, um das Verhalten von James Cole zu erklären. Sie kontaktierten einen Pharmakologen und einen Psychologen, um herauszufinden, ob die von ihm eingenommenen Medikamente zu einer Verwirrung des Geistes führen konnten. Der Verteidiger Terry Schumacher bemerkte, dass James seltsam aussah, als er an diesem Morgen zum Gericht kam. Es bestand kein Zweifel daran, dass er geschossen hatte, aber der Mann war offenbar nicht bei sich. Die Frage war, warum das passiert war. Der Anwalt interessierte sich dafür, wie ein so liebevoller Familienvater zu einer solchen Tat fähig sein konnte und ob er seine Kinder bewusst zu Waisen machen wollte. Während der Vernehmung wirkte James nervös, schwitzte und zitterte. Der Anwalt interessierte sich dafür, ob Medikamente Gedächtnisverlust und Somnambulismus verursachen können. Er war sich sicher, dass James sich seiner Handlungen nicht bewusst war. Rachel Hendricks kam zum Gericht, um James als den Schützen zu identifizieren. Sie berichtete, dass sie in diesem Moment Glas zerbrechen hörte und James Cole im Hinterhof stehen sah. Mike Deakins berichtete über die Ereignisse, die nach Ansicht der Geschworenen James zum Mord provoziert hatten, nämlich das Foto von Lamar und die in Amandas Haus gefundenen intimen Gegenstände. Mike sagte aus, dass James ihn gebeten habe, mit nach draußen zu kommen und sich anzusehen, was in seinem Auto liege, und dass er gesagt habe, er habe es gefunden, als er in Amandas Haus herumgewühlt habe. Mike stimmte zu, dass dies ein Beweis für den Betrug sein könnte, riet ihm jedoch, alles zu vergessen und nach Hause zu fahren. Seinen Angaben zufolge war James aufgebracht und weinte sogar. Vor Gericht wurden Informationen über Anrufe, Nachrichten und den Aufenthaltsort von James vorgelegt. Die Nachrichten zeigten seine Verärgerung nicht nur über Amanda, sondern auch über ihre Freundinnen Lindy und Rachel. Er beschuldigte Lindy, Amanda gegen ihn aufgehetzt zu haben. Im Juli schrieb James an Mike über Amandas Freundinnen und darüber, dass Amanda nach ihrer Bekanntschaft mit Lindy alle Gefühle für ihn verloren habe. Er war wütend, weil ihre Freundinnen sie gegen ihn aufgehetzt hatten. Vor Gericht wurde auch eine Sprachnachricht geprüft, die James Amanda am Tag des Mordes hinterlassen hatte. Im Hintergrund waren die Stimmen anderer Personen zu hören. Vermutlich befand sich James zu diesem Zeitpunkt im Haus seiner Schwester und sammelte Waffen. In der Nachricht ist zu hören, wie James' Vater ihn anschreit und ihn als Idioten bezeichnet. Höchstwahrscheinlich versuchte der Vater, ihn aufzuhalten. Wenige Minuten später, auf dem Weg zu Amandas Haus, rief James seinen Vater selbst an. In der Nähe seines Vaters befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Hundesitterin, die ihr Gespräch mithörte. Sie hörte, wie der Vater seinen Sohn bat, nach Hause zurückzukehren und es nicht zu tun. Sie schrien sich gegenseitig an und James sagte, er könne das nicht mehr ertragen. Nach Prüfung der Beweise beschloss die Verteidigung, ihre Taktik zu ändern. Das Video aus dem Gerichtssaal und von der Tankstelle sowie die Nachrichten und Anrufe bewiesen, dass James bei klarem Verstand war und nicht unter dem Einfluss von Substanzen stand, wie sie ursprünglich behauptet hatten. Daher funktionierte diese Taktik nicht. Stattdessen konzentrierte sich die Verteidigung darauf, die Version eines vorsätzlichen Mordes auszuschließen. Zu diesem Zweck luden sie eine Zeugin ein.
seine Schwester Rhonda. Am Tag des Mordes war James in ihrem Haus, aber sie selbst war nicht da. Sie war im Urlaub in Italien. 2 Wochen nach dem Mord erzählte Rhonda, dass James den Mord nicht im Voraus geplant hatte, da die Waffe bereits im Auto lag. Sie sagte aus, dass sie vor ihrer Abreise die Alarmanlage ihres Autos aktiviert habe, da sich darin 2 Pistolen befanden, eine Kaliber 9 und eine Kaliber 45. Sie habe nicht damit gerechnet, dass jemand ihr Auto benutzen würde. Rhondas Aussage kam gerade recht, denn sonst hätte ihr Bruder wegen Mordes 1. Grades zum Tode verurteilt werden können. Zweifel an der Vorsätzlichkeit des Mordes hätten das Urteil auf Mord 2. Grades oder sogar auf fahrlässige Tötung herabsetzen und ihm das Leben retten können. Aber ihre Aussage wies Unstimmigkeiten auf. 2 Wochen nach dem Mord erzählte sie den Ermittlern, dass sie eine Pistole vom Kaliber 45 besaß. Später sagte sie, es sei entweder eine 40er oder eine 45er gewesen. Und erst vor Gericht sagte sie, dass genau diese Waffe, die sie in ihrem Auto aufbewahrte, für den Mord an Amanda Cloninger Colley und Lindy verwendet worden war. Der Anwalt fragte sie, warum sie zuvor nichts über die Pistole vom Kaliber 9 mm gesagt habe. Sie antwortete, dass sie zu dieser Zeit ebenfalls Tabletten genommen habe und sich nicht gut an alles erinnern könne, aber nach der Therapie habe sie sich an diese Ereignisse erinnert. Sie sagte auch, dass sie keine zusätzlichen Patronen im Auto aufbewahrt habe, da die Waffe geladen gewesen sei. Der Verteidiger versicherte, dass James ohne die Absicht, jemanden zu töten, zu seiner Schwester zurückgekehrt sei und die Waffe im Auto ein zufälliger auslösender Faktor gewesen sei. Nach ihrer Version handelte es sich somit um Mord 2. Grades und nicht um einen vorsätzlichen Mord. Das letzte Mal rief James Amanda nach der Gerichtsverhandlung an. Sie sprachen 14 Minuten lang miteinander. Worüber genau sie sprachen, ist nicht bekannt. Staatsanwältin Jennifer Danton erklärte, dass dieses Gespräch für James der letzte Tropfen gewesen sei. Er hätte die Möglichkeit gehabt, anders zu handeln, aber er habe sie nicht genutzt. Sie war der Meinung, dass er viel Zeit zum Nachdenken hatte. Er hätte zur Arbeit fahren und die Situation auf sich beruhen lassen können, denn er hatte eine neue Freundin und sie planten einen Urlaub. Selbst die Tatsache, dass Lamar nicht in Amandas Haus war, hielt ihn nicht davon ab. Er schoss trotzdem weiter. Sein Vater flehte ihn an, es nicht zu tun, aber er hörte auf niemanden. Die Geschworenen berieten sich 2 Stunden lang und fällten ihr Urteil. James Cole Jr. wurde des Mordes 2. Grades, des vorsätzlichen Mordes und des Einbruchs für schuldig befunden. James' Mutter erklärte, dass sie ihren Sohn trotz allem lieben werde. Eine Woche später kamen die Geschworenen erneut zusammen, um zu beraten, ob seine Verbrechen die Todesstrafe rechtfertigten. Daraufhin lud die Verteidigung Zeugen vor, die beweisen sollten, dass James an diesem Tag unter dem Einfluss von Tabletten stand. Der Psychiater Mark Mills erklärte, James sei aufgrund der Nebenwirkungen der Medikamente, Parasomnie, nicht bei Sinnen gewesen. Er erklärte, dass Parasomnie ein Zustand ist, in dem sich eine Person nicht an ihre Handlungen erinnert. Ein Pharmakologe gab eine ähnliche Aussage ab. Um dies zu widerlegen, lud die Staatsanwältin 2 Zeugen vor, den Psychiater Jeffrey Denzinger und den Richter Charles Tinland, die bei der Anhörung von James wegen Verstoßes gegen das Verbot anwesend waren. Jeffrey Denzinger erklärte, dass Menschen mit Parasomnie zwar schlafwandeln und Auto fahren können, aber unter Koordinationsstörungen leiden. In diesem Zustand wirken sie verwirrt und wissen nicht, wo sie sich befinden. Es gab jedoch Videoaufnahmen, auf denen James während der angeblichen Parasomnie völlig normal wirkte. Richter Charles Tinland bestätigte, dass James bei der Anhörung normal aussah. Die Geschworenen kamen zu dem Schluss, dass James die Todesstrafe verdient. Es gab eine weitere Anhörung zu seinem Fall, die für die Anwälte die letzte Gelegenheit war, mildernde Umstände vorzubringen und die Todesstrafe zu vermeiden. Diesmal äußerte sich James, wenn auch nur kurz. Er bezeichnete den Mord als schrecklichen Unfall, entschuldigte sich und sagte, er wünschte, alles wäre anders gekommen. Eine Milderung des Urteils gelang nicht und der oberste Gerichtshof von Florida bestätigte alle Anklagepunkte. Die Familien von Lindy und Amanda Cloninger Colley werden sich nie von diesem Schock erholen. Lindys Vater sagte, dass Lindy trotz James' Verurteilung nicht mehr zurückkommen werde. Es war eine schreckliche Tragödie.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.